Maybe I said a little bit about R Lama first. Vielleicht werde ich etwas über R Lama zuerst sagen. He worked in an Indian university in Bengal. Er hat an der indischen Universität von Bengal gearbeitet. And he lived in a little house that was given by the university. Und er lebte in einem kleinen Haus, das ihm von der Universität zur Verfügung gestellt wurde. With his wife and 5 children. Mit seiner Frau und 5 Kindern. And they had a Nepali servant to help with the cooking. Und sie hatten einen nepalischen Diener, der das Kochen besorgte. And I lived at the back of the house in a little room for about 7 years altogether. Und ich lebte im hinteren Teil des Hauses in einem kleinen Zimmer etwa insgesamt 7 Jahre. His job in the university was basically helping Indian scholars reconstruct early Bengali and Hindi texts translated back from Tibetan. Und sein Job an der Universität bestand im Wesentlichen daraus, den indischen Gelehrten Texte zu rekonstruieren, also bengalische und Hindi-Texte zu rekonstruieren, die in einer tibetischen Übersetzung existierten. Because at the time of the famous Indian masters who were translated into Tibetan, Tilopa and Saraha and so on, there was a transition in the language system in North India from forms of Prakrit, which was a later derivative of Sanskrit, into the beginnings, the early forms of Bengali, Hindi, Gujarati and so on. Denn gerade zu dieser Zeit, als die berühmten Meister wie Tilopa, Saraha und so weiter in Indien lebten und ins Tibetische übersetzt wurden, fand in Nordindien ein Übergang bezüglich der Sprache von Prakrit, was eine etwas spätere Entwicklungsphase von Sanskrit war, zu den damals sich entwickelnden Sprachen von Bengali, Hindi und Gujarati. And so most of the early manuscripts kept in India had been destroyed because the weather conditions were not good for paper. Die meisten frühen Manuskripte, die überhaupt in Indien aufbewahrt wurden, wurden durch die schlechten Klimabedingungen für Papier zerstört. But by bringing the text back from Tibetan into Sanskrit and Hindi and Bengali and even Nepali, R Lama, who was a great linguistic scholar, was able to help the Indian scholars piece together some of the early formation of the language. Und indem er die in der tibetischen Übersetzung existierenden Texte half zurückzubringen in diese Sprachen, half er den bengalischen Gelehrten. Er selbst war ein großer Linguist und er half den bengalischen Gelehrten, eben die frühen Bruchstücke ihrer alten Sprache zu rekonstruieren. And this suited him because he was the kind of academic who didn't like to teach. Und das hat ihm gut gepasst, denn er war diese Art von Akademiker, der nicht gerne lehrte. He came to Europe later many times, but it's impossible to find any real recordings of his teachings. Er kam nach Europa viele Male später, aber es ist fast unmöglich, Aufnahmen von seinen Belehrungen zu finden. I was fortunate that when I met him, he was willing to help me learn Tibetan and start to translate various texts. Ich hatte das Glück, als ich ihn kennenlernte, dass er die Bereitschaft hatte, mir zu helfen, Tibetisch zu erlernen, und wir begannen, viele verschiedene Texte zu übersetzen. And as long as the work was focused on a text, he was very, very helpful. Und solange die Arbeit sich auf einen Text bezog, war er sehr hilfreich. But if you asked him directly some question, he would make a joke or look the other way. Aber wenn man ihm direkt eine Frage stellte, dann pflegte er mit einem Witz zu antworten oder einfach in eine andere Richtung geschaut. Why he was like that, I don't know. Warum er so war, weiß ich nicht. But he was like that. Aber er war so. So I was fortunate that we did many texts, and also occasionally
towards the end of my time in India, he started to tell me more about his life in the monastery and what his education had been like. Und ich hatte das Glück, dass wir eben an sehr vielen Texten gearbeitet haben und dass er vor allem gegen das Ende meines Aufenthalts in Indien dann bereit war, auch vieles über seine Erlebnisse in den Klöstern und über seine dortige Ausbildung zu erzählen. So in this book, the first 2 chapters deal with the Nyingma history and the view of Dzogchen in particular. In diesem Buch, die ersten beiden Kapitel handeln vor allem von der Geschichte der Nyingmas und vor allem der Sichtweise, die mit Dzogchen einhergeht. Then it covers a range of topics, including Bardo. Dann werden verschiedenste Themen abgedeckt, Bardos eingeschlossen. And then towards the end, it dealing with life in the monastery and the circumstances of study and so on. Und am Ende, gegen das Ende des Buches, geht es um das Leben im Kloster und um die Umstände des dortigen Studiums. And there's a chapter of short pieces, short notes that I had written when I was with him, so I put these together. Und es gibt ein Kapitel von kurzen Notizen und Anmerkungen, die James niedergeschrieben hatte, als er mit ihm zusammen war, und die sind da auch zusammengestellt. He was very much a yogi. Er war sehr stark ein Yogi. He was very present and very sharp in everything he did. Er war sehr, sehr gegenwärtig und sehr akkurat, scharf in allem, was er tat. And he was very clear that if you're not there with him on the beat, there's nothing to be done. Und er war sehr klar darüber, dass wenn man nicht wirklich sozusagen auf dem Punkt ist mit ihm zusammen, dann gibt es nichts, was er für einen tun könnte. So this is was a very traditional kind of system. Und es war ein sehr traditionelles System. So he was like an old-fashioned ballet teacher. Er war wie ein altmodischer Ballettlehrer. I tell you once, I show you, and if you don't do it, out the door. Ich sage es dir einmal, ich zeige es dir, und wenn du es nicht machst, dann kannst du auch die Tür hinaus. So that was a very intense kind of atmosphere. Das war eine sehr intensive Atmosphäre. The fruit of which, though, was that we managed to translate many of the texts which are in Simply Being and the other books. Die Frucht davon war jedoch, dass wir es eben zustande gebracht haben, viele verschiedene Texte zu übersetzen, die man zum Beispiel in dem Simply Being Buch und in anderen Veröffentlichungen finden kann. Texts we translated in 1975, 76, around that time. Das waren Texte, die wir etwa 75, 76 um diese Zeit herum übersetzten. And I've gone over these translations through the years, trying to get a more precise representation of the technical Tibetan terms. Und ich habe diese Übersetzung über die Jahre immer wieder angeschaut und versucht, eine noch präzisere Wiedergabe der technischen Begriffe im Tibetischen zu finden. He had a mind which was very bright and illuminating, so I have confidence that the translations are very accurate. Er hatte einen Geist, der sehr, sehr klar und sehr genau war, und ich bin zuversichtlich, dass die Übersetzungen sehr genau sind. And certainly I think I have got a lot of benefit from the practice in my life. Und ganz gewiss habe ich sehr viel Nutzen aus der Praxis in meinem Leben bekommen. One of the chapters at the end, he's talking about the education system in his monastery. In einem der letzten Kapitel spricht er über das Erziehungssystem in seinem Kloster. I think it's a very beautiful account. Ich denke, es ist ein sehr schöner Bericht. And it's an education system based entirely on desire. Und es ist ein Erziehungssystem, das vollständig auf Begierde aufgebaut ist. For certain months of the year, the senior monks could teach. Für gewisse Zeit im Jahr konnten die älteren Mönche lehren. They taught the things they loved. Und sie lehrten das, was sie liebten. And people came to the classes because they wanted to. Und die Leute, die die Klassen besucht haben, kamen, weil sie das mochten, weil sie das gerne taten. There was no coercion. Es gab keinerlei Zwang.
could go or not go. Du konntest gehen oder auch nicht hingehen. And the people who went were there because they wanted to. Und die Leute, die kamen, waren da, weil sie es wollten. People could hear the same text taught every year for 40 years. Leute konnten denselben Text 40 Jahre lang immer wieder gelehrt hören. Because there's no end to the Buddha Dharma. Es gibt im Buddha Dharma kein Ende. Each time it's explained will be slightly different. Jedes Mal, wenn es erklärt wird, wird es ein bisschen anders sein. And our capacity to hear and respond will be slightly different. Und unsere Fähigkeit, Dinge zu hören und auch darauf zu antworten, wird unterschiedlich sein. In the Tibetan tradition, people would teach for a long time. In der tibetischen Tradition lehrten die Leute lange Zeit. Teach for 12 hours in a day. Vielleicht sogar 12 Stunden am Tag. Concentrated, focused attention. Mit einer konzentrierten, fokussierten Aufmerksamkeit. The teaching went on until the central point was concluded. Und die Unterweisung ging so lange, bis der zentrale Punkt wirklich abgeschlossen war. And so in these few months every year would be the equivalent maybe of 2 years in a modern university. Sodass diese paar Monate in einem Jahr, 2 Jahren einer modernen Universität entsprachen. Sometimes it can appear that this explanation is a bit long. Und manchmal kann es einem erscheinen, als wäre diese Erklärung ein bisschen lang. There are other Buddhist traditions, like some of the Zen schools, where there's very little exposition. Es gibt andere buddhistische Traditionen, wie zum Beispiel Zen, wo es sehr wenig Erklärendes gibt. But in the Tibetan tradition, the idea is that the view, how we look, is vital. Aber in der tibetischen Tradition ist die Idee die, dass die Sichtweise, also die Art und Weise, wie wir schauen, von vitaler Bedeutung ist. What we do follows how we see the world. Was wir tun, folgt unsere Sichtweise, mit der wir die Welt sehen. And by hearing about sabotage systems, we can start to identify how we ourselves get lost. Und indem wir über die which kind of system? Self-sabotage. Indem wir die verschiedenen Systeme der Selbstsabotage erläutert bekommen, können wir anfangen zu sehen, auf welche Weise wir selbst auf Abwege geraten. Because if we want to get out of something which is problematic, the quicker we recognize it, usually the easier it is to free ourselves from it. Denn wenn man aus etwas heraustreten will, was problematisch ist, dann je schneller man es als solches erkennt, desto einfacher ist es auch zu beenden. So, being very clear and precise for yourself about what the terms mean. Also sehr klar und präzise für einen selbst es zu haben, was die Begriffe bedeuten, then gives you an accurate way of diagnosing for yourself what you're up to. Gibt einem einen sehr klaren und genauen Weg auch zu diagnostizieren, sozusagen, wonach wir gerade trachten. The path of Dzogchen is almost entirely the recognition of our own falseness. Der Pfad des Dzogchen beruht fast in Gänze auf dem Erkennen der eigenen Falschheit. It's not about building something up or developing a new self. Es geht überhaupt nicht darum, irgendwas Neues aufzubauen oder ein neues Selbst zu entwickeln, But of untying knots. sondern es geht darum, die Knoten aufzudröseln. And so we want to see how the knot is tied. Also wollen wir doch genau sehen, wie ein Knoten verknotet ist. When I was a teenager, I went to a sea school for a while. Als ich Teenager war, ging ich auf seine Segelschule für eine Weile. And we had to learn how to tie many different knots. Und wir mussten lernen, wie man viele verschiedene Arten von Knoten zusammenzieht. And you have to watch very clearly while this old sailor is doing very quick things with the hands. Und man musste sehr genau gucken, während der alte Matrose sehr schnell mit seinen Händen diesen Knoten produzierte. And when you see how the knot is being created, then you can see how you would take it out. Und wenn man sieht, wie ein Knoten hergestellt wird, dann kann man auch klar sehen, wie man ihn aufmachen kann. So that's what we were looking at this morning. Und das ist das, was wir heute Morgen angeschaut haben. How we get tied in knots. Wie verknoten wir uns selbst? Now we move on to looking at the meditation practice and the view of
how to proceed, which allows us to start finding the loose ends of our knotted self and easing it open. Und jetzt werden wir uns dem Meditationsaspekt hinwenden. Das heißt, die Frage, wie verfahren wir, wie gehen wir weiter und wie lernen wir die losen Enden eines Knotens so zu finden, dass wir wissen, wie wir diesen Knoten überhaupt anfangen können zu entknoten. In a sense, we could say that this is the interplay or the mutual play of teaching and learning. In einer gewissen Weise könnte man sagen, dass es hier ein Wechselspiel, ein Zusammenspiel von Lehren und Lernen ist. Without the kindness and generosity of R Lama, I would not have learned what I know. Ohne die Güte und Großzügigkeit von R Lama würde ich nicht gelernt haben, was ich weiß. So, his generosity and my eagerness came together. Das heißt, seine Großzügigkeit und mein Eifer sind zusammengekommen. And this is how Dharma has proceeded from generation to generation through the years. Und das ist die Art und Weise, wie Dharma von Generation zu Generation über die Jahre weitergegeben wurde. From his way of presenting it, there are no secrets at all. Von seiner Art, es darzulegen, gibt es überhaupt keine Geheimnisse. There is nothing which is special or hidden. Es gibt da nichts, was besonders oder verborgen ist. Everything can be made available. Alles kann zur Verfügung gestellt werden. But it's only available if we are available. Aber es ist nur dann verfügbar, wenn wir selbst verfügbar sind. So learning how to learn is very important. Das heißt, zu lernen, wie man lernt, ist auch sehr wichtig. Learning involves paying attention to what is presented. Und Lernen beinhaltet immer auch zu beachten, was dargelegt wird. Then seeing the difference between that pattern and our own current pattern. Und dann den Unterschied zu erkennen zwischen diesem Muster und unserem gegenwärtigen Muster. And being very simple and direct and honest about our lostness. Und dann mit großer Einfachheit und Ehrlichkeit und Unmittelbarkeit unserer eigenen Verlorenheit zu begegnen. Which means that we have to free ourselves from guilt and shame. Und das bedeutet, dass wir uns selbst von Schuld und Scham befreien müssen. Because these qualities tend to close us down. Und das sind die Qualitäten, die dazu neigen, uns zu verschließen oder verschlossen zu machen. Our own harsh internal judge mocks us. Unser eigener harsche innere Richter macht uns lächerlich. And we become worried about the opinions of others. Und dann machen wir uns auch noch Sorgen über die Meinung von anderen. And this is the royal road to maintaining falsity and pretense. Und das ist der Königsweg, um Falschheit und Anmaßung aufrechtzuerhalten. The great blessing of the Buddhist teaching is that it starts with the idea we are wandering in samsara. Der große Segen der buddhistischen Lehre ist, dass sie sozusagen an dem Punkt ansitzt, uns zu sagen, dass wir im Samsara herumirren. Lostness is what we are. Und dieses Verlorensein ist das, was wir sind. So getting to know this lostness and how it occurs is the key thing. Das heißt, zu erkennen, wie dass es diese Verlorenheit gibt und wie sie aufkommt, ist ein Schlüsselpunkt. How do I abandon my good intention? Wie verliere ich meine gute Absicht? So the key thing is that we observe the phenomenology of our own existence. Das heißt, der Schlüsselpunkt ist, dass wir die Phänomenologie unserer eigenen Existenz beobachten. Watching how we talk with other people, how we choose our food, how we sit and so on. Zu beobachten, wie wir mit anderen Leuten reden, wie wir Nahrung auswählen, wie wir sitzen und so weiter. What am I up to? Wonach trachte ich? That is to say, how am I constructing this moment? Das heißt, wie konstruiere ich diesen Augenblick? This is very lonely work. Das ist eine sehr einsame Arbeit. Nobody can do it for us. Und niemand kann sie für uns erledigen. Because the story we tell other people about ourselves and how we are in the immediacy of our arising are not quite the same. Denn die Geschichten, die wir über uns anderen Leuten erzählen und die Art und Weise, wie wir eigentlich in diesem unmittelbaren Erscheinen sind nicht dieselben Geschichten.
if we sit in the practice and we get distracted, Wenn wir in der Praxis sitzen und abgelenkt werden, the fact that we're distracted is not so important. ist die Tatsache, dass wir abgelenkt sind, nicht so wichtig. The question is, what was that blind point where one moment I'm focused on one thing and now I'm in another? Die Frage ist, was war der blinde Punkt, an dem sozusagen ich zuvor noch auf eine Sache fokussiert war und plötzlich finde ich mich auf eine andere Sache fokussiert. That illuminates not just the nature of what is arising in our mind, Und das beleuchtet nicht nur die Natur dessen, was in unserem Geist erscheint, but also how we understand who is the looker or the observer. sondern auch, wie unser Verständnis davon ist, wer der Betrachter oder der Beobachter ist. In the Buddhist teaching, consciousness, which is to say the aspect of myself which is conscious of something, In der buddhistischen Lehre ist das Bewusstsein in dem Sinne von mir selbst als jemand, der bewusst ist über etwas. this consciousness is discontinuous. Dieses Bewusstsein hat keine Kontinuität. Awareness is continuous. Dagegen ist die Bewusstheit stetig. But when I decide, okay, I am going to focus on my breath, Wenn aber ich entscheide, okay, ich werde mich jetzt auf meinen Atem konzentrieren, this is an ego intention. ist das zunächst mal eine Ego-Absicht. It arises as a bubble of thought. Und sie entsteht als eine Gedankenblase. After a while, another bubble of thought arises and we are in the next bubble. Und nach einer Weile steigt eine andere Blase auf und wir sind in der nächsten Blase. Then we might think, oh God, I can't do this, I'm stupid, I can't even keep my mind on one thing. Und dann könnten wir vielleicht denken, oh Gott, ich kann das nicht tun, ich bin so dumm, ich bin nicht mal in der Lage, meinen Geist auf einem Ding zu halten. And then people can try hard and push themselves. Und dann versuchen die Leute, sich noch mehr anzustrengen und sich zu drängeln. This is not very helpful. Und das ist nicht sehr hilfreich. Consciousness is discontinuous. Bewusstsein ist nicht stetig. Therefore, the likelihood of getting lost is great. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir verloren gehen, ist großartig. If you ask your ego and your consciousness to do things they can't do, Wenn wir unser Ego, unser Bewusstsein um etwas bitten, zu tun, was sie nicht tun können, then you will be the creator of your own misfortune. dann sind wir der Schöpfer unseres eigenen Unglücks. If you want to have ongoing, unchanging clarity, Wenn man eine fortgesetzte, unwandelbare Klarheit haben will, then you need to awaken to your own awareness. dann müssen wir zu unserer eigenen Bewusstheit aufwachen. But asking consciousness to become awareness Aber vom Bewusstsein zu verlangen, Bewusstheit zu sein, is not very helpful. ist nicht hilfreich. Consciousness is an aspect of awareness. Das Bewusstsein ist ein Aspekt der Bewusstheit. It's, if you like, awareness is like a fire, Wenn man so sagen will, Bewusstheit ist wie ein Feuer and consciousness is like a spark coming out of the fire. und Bewusstsein ist wie ein Funke, der aus dem Feuer springt. Sparks come out and then they die quite quickly. Die Funken springen und dann sterben sie schneller. They don't continue. Sie haben keine Kontinuität. So, if you meditate from the position of consciousness, Wenn man also aus der Position, aus der Haltung von Bewusstsein meditiert, distraction is inevitable. ist Ablenkung unvermeidbar. It's a structural issue. Es ist einfach in der Struktur angelegt. And if it's structural, no matter how hard you try, you won't shift it because it's just like that. Und wenn es in der Struktur verankert ist, dann ganz gleich, wie sehr wir uns anstrengen werden, werden wir es nicht verändern können, weil es ist so. So from the point of view of Dzogchen, the key thing is always to relax and open. Das heißt, vom Gesichtspunkt des Dzogchen ist es immer wichtig, ist es Schlüsselpunkt, immer sich zu entspannen, zu öffnen. I just look a little bit more at this text and then we'll take it into the practice. Ich werde ein bisschen nochmal in den Text schauen und dann werden wir das in die Praxis hineinnehmen. Because
As we began this morning, there is one ground, and from this ground there are two paths. The path of limitation, which we looked at in some detail, and now we look at the path of liberation. Wie wir heute Morgen darüber gesprochen haben, gibt es eben diesen einen Grund oder diese eine Basis und die zwei Pfade, die daraus entspringen. Über den Pfad der Begrenzung haben wir ja in einer gewissen Ausführlichkeit schon gesprochen und jetzt sprechen wir ein bisschen über den anderen Pfad, den Pfad der Befreiung. So he begins by saying, from the very beginning, the ground of our being, that means for each of us here and for all beings, the basis of our existence is ever open, primordially pure. Und so sagte von allem Anfang an ist die Grundlage, die Basis unseres Seins von uns allen und von allen Wesen schon immer ursprünglich offen und rein. And so if you understand this nature, the clarity of self-recollection arises like the sun. Und wenn man diese Natur versteht, dann entsteht die Klarheit der Sammlung wie die Sonne. And this dispels the darkness of the first form of ignorance, co-emergent ignorance. Und das zerstreut die Dunkelheit der ersten Form der Ignoranz, der koemergenten Ignoranz. Then, by recognizing the ceaseless, multifarious or differentiated display of the innate energy of awareness, und dann sagt es, wenn man dann den unaufhörlichen Fluss der mannigfachen Schau oder der mannigfachen Formen der Energie der Bewusstheit erkennt, appearance is self-arising and self-liberating. Werden die Erscheinungen selbst erstehend und selbst befreiend. And this dispels the ignorance of identification. Und das zerstreut die Ignoranz der Identifizierung. Because the ignorance of identification has been purified, und wenn dann die Ignoranz der Identifizierung gereinigt wurde, the root of the life force of bad actions has been cut. Wurde die Wurzel der Lebenskraft schlechter Handlung durchgeschnitten. And so the ignorance of not understanding cause and effect is self-purified. Und dann ist die Ignoranz des Nichtverstehens von Ursache und Wirkung selbstreinigend. So this is very important. It says there is just one thing to do. Und das ist sehr wichtig, denn es sagt, es gibt eigentlich nur eine Sache zu tun. Which is to open to the awareness which is inseparable from the ground. Und das ist, sich der Bewusstheit gegenüber zu öffnen, die untrennbar von der Basis ist. And this in itself liberates all the knots at the same time. Und das an sich befreit alle Knoten zur gleichen Zeit. So, how do we do this? Wie machen wir das? Not by making any effort. Ganz sicher nicht durch Anstrengung. Now, this is quite difficult at first to see. Und das ist natürlich schwierig, es zu erkennen. Because a lot of our behavior is automatized. Denn eine Menge von unserem Verhalten ist automatisiert. We've been doing it for such a long time that it just seems spontaneous that we just get involved and mobilized. Wir machen das schon so lange, dass es ganz von alleine aufkommt und spontan erscheint, dass wir aktiviert und mobilisiert werden. We give ourselves very readily. Wir händigen uns sozusagen sehr bereitwillig aus. And in this we're like small children. Und auf diese Weise mögen wir kleine Kinder. In the summertime they run around all day and then in the evening they become a bit fractious because they're very tired. Im Sommer rennen sie den ganzen Tag umher und dann am Abend werden sie etwas sprunghaft, weil sie sehr müde sind. Because they're having a nice time running on the beach, they don't admit that they're tired. We say, oh, maybe you should lie down and rest. No, it's really good. Weil sie es so genießen, am Strand herumzulaufen, können sie nicht zugeben, dass sie müde sind. Und wenn man ihnen vorschlägt, dass sie ein bisschen ruhen, dann sagen sie, nein, es ist so schön. And this is the same for us. Und das Gleiche trifft auf uns auch zu. When we're busy, it's as if this is our life flowing through us. We're doing what we want to do. Wenn wir beschäftigt sind, dann ist es so, als würde das Leben, unser Leben durch uns hindurchfließen und wir tun das, was wir tun wollen. But there is a cost. Aber es hat einen Preis. We become drained, tired, disillusioned and so on. Wir werden erschöpft, müde, desillusioniert. Even then we can keep pushing. Aber selbst dann können wir noch weiter drängeln. The point of this is
being busy takes energy. Punkt hier ist, dass diese Geschäftigkeit Energie kostet. You are doing something. Wir tun etwas. So when the meditation says don't do anything, Wenn also dann die Meditation sagt, tue nichts, we're often sitting thinking I'm not doing anything while we're very busy doing a lot. dann sitzen wir da und denken, wir tun nichts, wenn wir eigentlich sehr geschäftig sind und eine ganze Menge denken. It's very tempting to get involved. Es ist sehr verführerisch, sich zu involvieren. This way we make meaning. Diese Weise erschaffen wir Sinn. It has three qualities. We impact the world when our activity moves out. Das hat drei Qualitäten. Erstens beeinflussen wir, bewirken wir etwas in der Welt, wenn unsere Aktivität hinausgeht. We make meaning for ourselves. Life becomes more richly textured. Wir schaffen Sinn für uns selbst. Das Leben bekommt eine reichhaltigere Textur. And we affirm ourselves as the agent, the one who is doing things. Und wir bestätigen uns selbst als das Agens, als denjenigen, der die Dinge tut. With the view of Dzogchen, none of these three are necessary. Und aus der Sicht von Dzogchen ist keins von diesen drei Aspekten nötig. That is to say, you won't know what needs to be done until you see how things are. Das heißt, wir werden nicht wissen, was zu tun ist, wenn wir nicht sehen können, solange wir nicht sehen können, wie die Dinge sind. But you can't see how things are if you've already mobilized and busy. Wir können aber nicht erkennen, wie die Dinge sind, wenn wir schon bereits mobilisiert und geschäftig sind. We have a mind. Our experience arises from that mind. Wir haben einen Geist und unsere Erfahrung entsteht aus diesem Geist. The content of the mind is deceptive. Und der Inhalt dieses Geistes ist trügerisch. The actuality of the content of the mind is self-liberating. Denn die Tatsächlichkeit des Inhalts des Geistes ist selbstbefreiend. So maybe it's a really bad day and something's gone very wrong. Vielleicht habt ihr einen schlechten Tag und irgendwas ist wirklich schief gegangen. And you become angry and despairing about yourself. Und dann wird man ärgerlich und verzweifelt über sich selbst. And I think, I'm a fucking idiot. Why do I always do this? Und dann denkt man vielleicht, ich bin ein verdammter Idiot, warum mache ich das immer so? You're not a fucking idiot. Aber es stimmt nicht, wir sind kein verdammter Idiot. That would imply that you have a consistent identity as an idiot, which is not true. Was implizieren würde, dass wir eine konsistente Identität als Idiot haben, was ja nicht wahr ist. When you believe the content, because it's so intense and dense, it seems to establish something in particular. Wenn wir dem Inhalt glauben, weil er so intensiv und dicht ist und etwas im Besonderen zu errichten scheint, But I'm a fucking idiot is a flow of concept and emotion and perhaps physical arousal. dann ist diese Aussage, ich bin ein verdammter Idiot, erstmal zunächst mal ein Fluss von Emotionen und von Gedanken und von vielleicht physischer Erregung auch. This is the energy of the mind, Und das ist die Energie des Geistes. arising in this pattern and then dissolving by itself. Etwas, was in diesem Muster aufkommt und dann sich selbst auflöst. The actuality of the expression is the radiance of emptiness. Das Tatsächliche dieses Ausdrucks ist die Strahlkraft der Leerheit. But the semantic content seems to have a handle that you hold on to. Aber der semantische Inhalt scheint einen Griff zu haben, an dem man sich festhalten kann. If you stay with the vanishing of the thought, there's space. Wenn man mit dem Verschwinden des Gedanken bleibt, dann ist Raum da. If you stay with the semantic content, after that one expression, many others can quickly follow. You beat yourself up more and more. Wenn man aber mit dem semantischen Inhalt verbleibt, dann kann nach diesem Ausdruck können viele andere Ausdrücke erscheinen und man kann sich sozusagen selber mehr und mehr martern. Each of these moments of further commentary is itself just evanescent. Und diese weiteren Momente von Kommentar sind an und für sich auch wiederum flüchtig.
But our mood starts to get very heavy and small and hopeless. Aber unsere Stimmung wird dadurch sehr schwer und klein und hoffnungslos. This also is something empty. Aber auch das ist eigentlich etwas Leeres. There's no substance to it. Hat keine Substanz. What makes it true is that we believe it. Was es wahr werden lässt, ist die Tatsache, dass wir daran glauben. So what is belief? Aber was ist Glauben? It's a libidinal cathexis. It's the pouring of our life energy into a transient form in a way that makes it seem solid. I didn't get the first word. It's the cathexis. Okay, what's that? It means cathexis means like the merging or the joining of the libido, the life energy, into whatever is arising. Ist da kein deutsches Wort? I don't know, it's a Freud uses it. So, Anyway, just mixing, you can say mixing. Okay, es ist einfach die Vermischung, die sich da sozusagen, die zusammenfließt und so den Eindruck herstellt, als wären die Dinge am Leben. Vielleicht kann man auch sagen, die Identifikation. Könnte man vielleicht auch sagen, wenn man es verstanden hätte. War jetzt eine Frage. Ach so. And although energy is in a sense ungraspable, in its intensity it seems to have a substance. Und obwohl die Energie selbst etwas Ungreifbares zu sein scheint, hat sie in ihrer Intensität erweckt den Anschein, Substanz zu besitzen. So the thought or the feeling is like a balloon. Also der Gedanke oder das Gefühl ist ein bisschen wie ein Ballon. When you have a new balloon, it's a small rubber thing. Wenn man einen neuen Ballon hat, dann ist es ein kleines Gummiding. And you blow it up. Und dann bläst man es auf. And it gets bigger and bigger. Und dann wird es größer und größer. And it's quite light. Und ist ziemlich leicht. But you can also take the balloon to the tap and fill it with water. Man kann den Ballon auch an den Wasserhahn hängen und mit Wasser auffüllen. And then it becomes a very useful bomb to throw it. Und dann wird es zu einer sehr nützlichen Bombe, die man werfen kann. So it's like that. When the potential of any mental arising can be quite light or quite heavy. Und so ist das. Das Potenzial von jedem mentalen Erscheinen kann sehr leicht sein, kann aber auch sehr schwer sein. This is how the energy of the mind flows into things. Das ist die Frage, wie die Energie des Geistes da hineinfließt. So in the tantric system we have the peaceful and wrathful deities. Im tantrischen System haben wir diese friedlichen und die zornigen Gottheiten. The peaceful ones are like a balloon full of air. Und die friedlichen sind wie ein Ballon voller Luft. Or maybe helium, they float very gently. Oder sogar Helium, sie schweben sehr sanft. And the wrathful ones are full of something more dense. Und die Zornigen sind voll von etwas, was viel dichter ist. But it's energy. Aber es ist Energie. These are just patterns of energy. Sie sind lediglich Muster von Energie. So what he says then is, moreover, those who understand their own falseness are known as Buddhas, and those who do not understand their own falseness are known as sentient beings. Und dann heißt es im Text hier ferner, diejenigen, die ihre eigene Falschheit erkennen, werden als Buddhas bezeichnet und diejenigen, die diese Falschheit nicht erkennen, werden als fühlende Wesen bezeichnet. But these are just conventional terms. Aber auch dies sind nur konventionelle Begriffe. For there is not a hair's breadth of difference between the natural condition of Buddhas and sentient beings. Denn es gibt nicht eine Haaresbreite an Unterschied zwischen der natürlichen Seinsweise der Buddhas und dem Zustand der fühlenden Wesen. This is to say, the manifesting difference between Buddhas and sentient beings is the furniture in their Buddha realm. Sagen mit anderen Worten, der manifeste Unterschied zwischen den Buddhas und den fühlenden Wesen ist nichts anderes als das Möblement in einem Buddha-Bereich. The content of the mind. Das ist der Inhalt des Geistes. In both cases, the content of the mind is the transient form of the energy of the ground. Und in beiden Fällen ist der Inhalt des Geistes nichts anderes als die
vorübergehende, transiente Form der Energie des Grundes. But we as sentient beings, as we look this morning, we tilt our attention towards this semantic content and imagine that the truth lies in that conceptual elaboration. Aber wir als fühlende Wesen neigen sozusagen unsere Aufmerksamkeit auf diesen semantischen Inhalt und glauben, dass die Wahrheit in einer begrifflichen Ausarbeitung liegen könnte. And so we keep looking for more and more meaning. Und dann versuchen wir nach mehr und mehr Bedeutung zu schauen. This is the point that he's referring to by falseness. Und das ist der Punkt, an dem er sich bezieht, wenn er von Falschheit spricht. The meaning of Dzogchen is complete or whole. Die Bedeutung von Dzogchen als Wort ist vollständig oder ganz. Means our actual situation is perfect or complete from the very beginning. Mit anderen Worten, unsere tatsächliche Situation ist vollständig oder ganz von einem Anfang an. But we act as if it needs our attention. Aber wir handeln so, als ob das eine besondere Beachtung unsererseits bräuchte. A little bit of adjustment to improve it. Ein bisschen Anpassung, um es zu verbessern. A little less of this, a little more of that. Ein bisschen weniger von dem und ein bisschen mehr von jenem. And because of that, we don't see the natural perfection. Und deswegen sehen wir nicht die natürliche Vollkommenheit. This is our falseness. The ego's sense, oh, I have something important to do. Das ist unsere Falschheit, das ist das Empfinden des Ego, das ist was Wichtiges zu tun hat. When we relax, we see this energy is not necessary. Und wenn wir entspannen, können wir erkennen, dass diese Energie nicht notwendig ist. The flow of energy doesn't stop when we recognize this. Natürlich hört der Fluss der Energie nicht auf, nur weil wir ihn erkennen. But it becomes more harmonious. Und er wird harmonischer. That is to say, it works with circumstances. Das heißt, er arbeitet mit den Umständen. The ego is evangelical. Während das Ego ein Prediger ist. It brings to you the good news of myself. Und es bringt uns die gute Nachricht von uns selbst. But the Buddha nature is not at all evangelical. Aber die Buddha-Natur hat überhaupt nichts von diesem Predigertum. There's nothing to be done until there's something to be done. Es gibt nichts zu tun, bis es eben etwas zu tun gibt. How will you know that there's something to be done? Wie wissen wir, dass etwas zu tun ist? Look before you leap. Schaue, bevor du springst. So in my experience of being with many different Tibetan lamas, they're not in a hurry to convert people. In meiner Erfahrung mit meinem Aufenthalt mit vielen tibetischen Lamas habe ich festgestellt, dass sie überhaupt keine Eile haben, Leute zu bekehren. Everything depends on the interest of the student. Alles hängt von dem Interesse des Studenten, des Schülers ab. If there's no interest, there's nothing to be said. Wenn kein Interesse da ist, gibt es auch nichts, was gesagt werden müsste. Because otherwise you're talking to an upturned pot. Sonst spricht man zu einem umgedrehten Topf. If the pot is open and receptive, then there is a reason to connect. Und wenn der Topf offen und empfänglich ist, dann gibt es natürlich auch einen Grund, sich zu verbinden. And this is a general principle in life. When we try to correct other people, there's no point. Das ist auch das allgemeine Prinzip im Leben. Wenn wir versuchen, Leute zu korrigieren, dann vielleicht gibt es da nichts zu erreichen. I worked as a therapist for many, many years, Ich habe als Therapeut viele Jahre gearbeitet. seeing families, groups, children, all kind of things. Ich habe Familien, Gruppen, Kinder, alle möglichen Situationen empfangen. And usually I could find something, I think, reasonably useful to say. Für gewöhnlich konnte ich etwas vernünftigerweise Sinnvolles, Nützliches auch sagen. Now I have 3 children. Nun, ich habe selber 3 Kinder. The likelihood of me saying something particularly useful to them is much smaller. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihnen etwas Sinnvolles und Nützliches sagen kann, ist sehr viel geringer. Because they often delight in upturning the pot. Sie haben oft ein großes Vergnügen daran, ihren Topf umzudrehen. And then I realize I'm just talking into the air.
Und dann wird mir klar, dass ich einfach in die Luft rede. And it's like that. Das ist so. It's the same in relationships. Trying to get the other person to be different so that you will feel more at ease is a waste of time. Das gleiche in Beziehungen, wenn wir versuchen, dem Partner irgendwie sozusagen klarzumachen, dass er so und so werden muss, damit man sich wohler mit ihm fühlt, dann ist es einfach eine Zeitverschwendung. First, we have to start with the actual situation. Wir müssen am Anfang mit der tatsächlichen Situation beginnen. Namkhai Norbu, a great Dzogchen teacher, often addresses this point and says you have to work with conditions. Namkhai Norbu, der große Dzogchen-Lehrer, spricht diesen Punkt oft an und sagt, ihr müsst mit den Umständen arbeiten. Work with circumstances. Ihr müsst mit den Gegebenheiten arbeiten. Not working out of some plan in our head. Und nicht von irgendeinem Plan in unserem Kopf ausarbeiten. But with our most accurate appreciation of the lived topology of the emergent situation. Sondern wir müssen von unserer so genauen wie möglich erfolgten Würdigung der tatsächlichen Topologie unserer gelebten Situation arbeiten. And if you want to do that, then being full of your own ideas doesn't help. Und wenn du das tun willst, dann wird es dir nicht helfen, voll von deinen eigenen Ideen zu sein. The empty mind, the open awareness, is receptive to the field, and then from that a response can arise. Der leere Geist, die Offenheit ist empfänglich für das Feld und aus dieser Empfänglichkeit kann dann auch eine Antwort aufkommen. So, it's the busyness of our own mind which is the main obscuring factor. Das heißt, es ist genau die Geschäftigkeit unseres eigenen Geistes, der hauptsächliche verdunkelnde Faktor ist. So recognizing our own falsity means seeing, oh, I think, I believe I am making light, but I'm actually making darkness. Die eigene Falschheit zu erkennen bedeutet, dass man anfängt zu erkennen, oh, ich glaube zwar, dass ich Licht mache, aber in Wirklichkeit produziere ich Dunkelheit. And there's a lot of that happens in the world. Und davon geschieht eine ganze Menge in der Welt. We can see in the Middle East with all the interference of these huge military machines and so on, more and more people die in the name of bringing peace. Wir können das im Mittleren Osten sehen, mit dem Eingreifen dieser verschiedenen militärischen Maschinerien. Mehr und mehr Leute sterben im Namen der Befriedung. Forcing people to do something they don't want to do is not likely to make them say thank you very much. Indem man Leute zwingt, Dinge zu tun, die sie nicht tun wollen, wird nicht sehr wahrscheinlich ihre Dankbarkeit erzeugen. Because every action has a reaction. Denn jede Handlung hat eine Reaktion. And whether you're forcing other people or you're forcing yourself, sooner or later there's a reaction. Und ob man jetzt andere zwingt oder man sich selbst zwingt, früher oder später kommt eine Reaktion. So the path in Dzogchen is relax and release. So ist der Pfad im Dzogchen, entspanne dich und lass los. Letting go and being with what is here. Lass los und sei mit dem, was da ist. Allowing ourselves to see what is here. Und erlaube dir selbst zu sehen, was da ist. Without reacting, without getting involved. Ohne zu reagieren, ohne involviert zu werden. This means that our natural, not our natural, but our learned or developed tendency to judge Und das bedeutet, dass unsere angelernte Tendenz zu urteilen needs to be relaxed. entspannt werden muss. Thoughts arise. Gedanken kommen auf. Some seem good and we want to hang on to them. Some seem bad and we want to get rid of them. Manche scheinen gut zu sein und wir wollen an ihnen festhalten. Manche scheinen schlecht zu sein, wir wollen sie loswerden. Their actuality is that they are transient emergent energy forms. Die Tatsächlichkeit ist aber die, dass sie einfach transiente, vorübergehende Formen von Energie sind. On that level, they are just the radiance of the mind. Und auf dieser Ebene sind sie lediglich die Strahlkraft des Geistes. Our own ego positioning says this is good, this is bad, more of this, less of that. Unsere eigene Ego-Positionierung, die sagt uns, das ist gut, das ist schlecht, von dem will ich mehr haben, von dem will ich weniger haben. This is a main cause of difficulty in meditation. Und das ist die Hauptursache für Schwierigkeiten in Meditation. We have to allow the mind to be as it is.
Wir müssen dem Geist gestatten, so zu sein, wie er ist. Sometimes our mind is crazy, Manchmal ist unser Geist verrückt, full of strange thoughts. voller seltsamer Gedanken. Suddenly a whole set of resentments can arise. Plötzlich kann eine ganze Menge von Sentiments aufkommen. Sad thoughts, regretful thoughts, jealous thoughts, Traurige Gedanken, reuige Gedanken, eifersüchtige Gedanken, hopeless feelings, sense you can't meditate, what's the point, and so on. Hoffnungslosigkeit, das Empfinden, wir können nicht meditieren, was ist überhaupt der Sinn davon und so weiter. Just leave it as an open space. Allow these thoughts to come and go. Lasst es einfach im offenen Raum, gestattet den Gedanken zu kommen und zu gehen. In that way, we realize when we judge the thought and start to build up a picture, it takes us into familiar territory. Und in dieser Weise fangen wir an zu erkennen, dass wenn wir einen Gedanken beurteilen und dann ein Bild aufbauen, dann zieht uns das lediglich in ein vertrautes Territorium. When I sit to meditate, I'm actually involved in self-construction, Wenn ich meditiere, bin ich eigentlich in Selbstkonstruktion involviert. choosing. Wählen. And in this way, I'm avoiding doing what's required, which is simply to allow the mind to be as it is. Und in dieser Weise vermeide ich, was eigentlich erforderlich ist, nämlich einfach da zu sein und zu erlauben, dem Geist zu erlauben, so zu sein, wie er gerade ist. Because the mind is open and empty. Der Geist ist offen und leer. And if you fixate on the semantic content and go into reactivity with that, Und wenn man sich aber auf den semantischen Inhalt fixiert und in Reaktivität darauf geht, it is as if you're engaging with something gross. You can get a handle on that. dann ist es so, als würde man sich mit etwas Grobem sozusagen einlassen. Man kann es zu greifen kriegen. But if we say the mind is open and empty, this is so subtle as to be completely ungraspable. Aber wenn wir sagen, unser Geist ist offen und leer, dann ist etwas so Subtiles, dass es völlig ungreifbar ist. So we can only find our way into that by being very soft, very gentle. Und darin können wir einen Weg hineinfinden, nur indem wir sehr sanft und zartfühlend sind. And so the assertion of ego identity in terms of yes and no brings everything to such a crude level that the spaciousness of the mind is invisible. Dieses Sicherstellen von Ja und Nein vergröbert alles so, dass die subtile Offenheit des Geistes für uns unsichtbar wird. So, just let the mind be as it is. Also gestattet dem Geist so, wie er ist, zu sein. Okay, so we just sit in a comfortable way. Wir sitzen jetzt einfach in einer bequemen Art und Weise. Let the skeleton carry the weight. Lassen das Skelett das Gewicht tragen. With this practice, sometimes you put the hands on the knees just to keep the chest area more open. Mit dieser Praxis legen wir die Hände einfach auf die Knie, damit der Brustkorb mehr geöffnet ist. The gaze is slightly raised into the space above. Und der Blick ist etwas erhoben in den Raum über uns. And we're looking into the space, maybe about 2 arms length in front. Und wir schauen in den Raum, vielleicht so eine Distanz von 2 Armlängen vor uns. We're not staring at the details of the distant wall. Wir starren nicht die Details der gegenüberliegenden Wand an, But just letting the gaze rest in the space. sondern lassen den Blick gewissermaßen auf dem Raum ruhen. The mouth is slightly open, breath is coming easily. Der Mund ist leicht geöffnet und das Atmen geht ganz leicht. And then we sit and life goes on. Und dann sitzen wir und das Leben geht weiter. There is outer experience and inner experience. Da gibt es Erfahrungen von außen und von innen. These will only be differentiated if we enter into our thoughts about them. Und diese 2 Arten von Erfahrungen werden nur dann differenziert sein, wenn wir in Gedanken über diese Erfahrung treten. So, allow the movement of experience. Also gestattet der Erfahrung, sich einfach zu bewegen. And if you find yourself merged into a particular thought or feeling, Und wenn wir uns wiederfinden, verschmolzen mit irgendeinem bestimmten Gedanken oder Gefühl, just relax and it will go.
entspannt euch wieder und dann wird es vergehen. It is in the very nature of thoughts, feelings and sensations to arise and pass. Es liegt genau in der Natur von Gedanken, Gefühlen und Wahrnehmungen, Empfindungen, dass sie aufkommen und vergehen. They're going to go. Sie werden gehen. So don't waste time trying to hold on to them. Also verschwendet nicht die Zeit bei dem Versuch, sie festzuhalten. They're going to go, so don't waste time trying to push them away. Sie werden vergehen, also verschwende auch nicht deine Zeit darauf, sie wegzuschieben. Practicing in this way, we start to experience the self-liberating clarity of the mind. Indem wir auf diese Weise praktizieren, beginnen wir die selbstbefreiende Klarheit des Geistes zu erfahren. Okay. Any questions about that before we begin? Gibt es Fragen dazu, bevor wir starten?